After listening to Mendelssohn's Violin Concerto, one is immediately delighted by its charming qualities. The grace and grandeur of the shining emerging motifs and the sharp characteristics of each movement feature an ingenious connection between soloist and orchestra. The review from the newspaper The Allgemeine Musikalische Zeitung was written about the premiere of the Violin Concerto in the year 1845. Not only was the press enthusiastic, the audience also loved the concerto by Felix Mendelssohn Bartholdy. Eine Melodie zu schreiben ist das eine, aber dass sie auch vom Hörer mit der gleichen Tiefe empfunden wird wie von dem, der sie schreibt, das hat man nicht oft. Dass jemand also mit seinem eigenen Empfinden nicht nur den Geschmack der Zeit trifft, sondern eigentlich auch die Empfindungen von Generationen. Mendelssohn's Violin Concerto was composed at a time in which the violin dramatically changed. The four strings were stretched tighter than in the 18th century and the fingerboard and neck were extended. The instrument was now lighter and more precise to play. The sound was louder and could play over an orchestra. Thus began a new epoch in violin concertos. More virtuoso works were written in which the violinist took the center of attention. In addition, there were symphonic-oriented concertos, which accentuated the compositional demands and the orchestral interaction with the soloist. Mendelssohn hat es geschafft, diese beiden Pole in einem Ideal zu verbinden. Es gibt sehr viele Passagen, die sehr virtuos sind und auch sehr wirkungsvoll gestaltet sind. Auf der anderen Seite sind diese Passagen aber nie Selbstzweck und nie einfach nur eingeschoben, sondern immer thematisch gedeckt. Das heißt, es gibt immer einen Bezug zu den Themen des Ganzen und ein Zusammenspiel vor allen Dingen. Das ist ein Punkt, den Mendelssohn sehr stark forciert hat. Ein Zusammenspiel von Orchester und Solist. Mendelssohn wrote the work for his friend, the violinist Ferdinand David, one of the top virtuosos of his time. The two musicians knew each other from their childhood. They often played music together at home. In 1835, when Mendelssohn became music director of the Leipzig Gewandhaus Orchestra, he appointed David to be his concertmaster. The famous violinist inspired Mendelssohn to compose the concerto and felt that its success was also due to his playing, as he clearly stated in a letter to Mendelssohn. I promise to practice it so that the angels in heaven will be pleased. Mendelssohn had great trust in Ferdinand David. While working on the concerto, he often asked for his advice. Is the modified and extended cadenza to your liking? I find it much better, but is it also playable and correctly written, or what is missing and what is too much? The result of the cooperation is a rewarding virtuoso solo part. Es ist eine Mischung aus dem Reichtum von musikalischen Ideen und aus technischen Einschüben, um es auch beweglich zu machen vom Ablauf her. Also es ist nicht nur das wunderbare Startmotiv, was wir alle kennen. Sondern es ist natürlich auch das schnelle, virtuose Spiel, ja, wie beispielsweise der Anfang vom letzten Satz, ja. Sowas. Und dazwischen gibt es diese Ruhephasen, wo man ausatmet, wo die Seele baumelt.
Also diese Mischung aus diesen Dingen, aus Schnelligkeit, aber auch aus Langsamkeit und aus Melodienreichtum und aus Virtuosität und alles so geschrieben, dass der Interpret eigentlich keine großen Schwierigkeiten hat. Es ist technisch anspruchsvoll, keine Frage. Es will gespielt sein, aber es ist gut ausführbar. Und diese Summe dieser Dinge machen eigentlich den Erfolg des Stückes aus. Beim Interpreten für uns, dass wir uns wohlfühlen dabei und für den Zuhörer, den Zuschauer und Zuhörer beim Genießen des Werkes, ich denke, das ist das Geheimnis. The violin concerto was created during the transition from the classical to the Romantic period, and Mendelssohn was open to the ideas of his time. For example, it was common practice in concertos with soloists for the orchestra to introduce the theme and then for the soloist to make their entrance. However, Mendelssohn begins his composition directly with the main theme played by the solo violin, and that's already characteristically romantic. The solo violin plays quick triplets, and eventually the orchestra develops into a partner of the soloist. A dialogue begins. Then the violin passes the main theme on to the orchestra. Nach dem schönen Startmotiv des ersten Satzes kommt natürlich das berühmte Saitenthema, was die Klarinette spielt und ich erst begleite mit einem einzelnen Ton, den ich da aushalte, und dann übernehme ich das Ganze. Und dann geht es weiter in eine ganz neue Welt, in ein anderes Motiv. Ja. Aber das ist auch so ein Ruhepunkt zwischen zwei virtuosen Passagen, wo der Hörer zur Ruhe kommen sollte. Mendelssohn takes up the main theme again, increases the tempo, and raises the dynamic to fortissimo. The various motifs are played increasingly faster, alternating between the solo violin and the orchestra, and lead to the climax of the first movement, the cadenza.
What's new is its position in the middle of the movement, after the development, and not towards the end of the movement after the recapitulation. The cadenza therefore doesn't serve as a free display of virtuosity, but is an integral part of the work. Although Mendelssohn composed every note, to the ears of the listener it sounds improvised. Die ist ja auch improvisatorisch geschrieben. Also es klingt nicht so, als wenn alles starr ist und fest vorgegeben und ohne Platz für eine eigene Interpretation. Natürlich hat man sich an das Notenbild zu halten und vielleicht auch an die ein oder andere dynamische Vorgabe, aber dazwischen ist ein unglaublicher Spielraum, diese Noten und Töne so zu interpretieren, wie man es selbst für richtig hält und empfindet. Dann der Übergang der Kadenz in das Orchestertutti hinein ist einer der schönsten Momente. Also man kriegt jedes Mal eine Gänsehaut und es beginnt, indem die Violine Arpeggien spielt und damit eigentlich die Begleitung, die das Orchester am Beginn des Stückes übernimmt, nachahmt und die Holzbläser die Melodie spielen. The Violin Concerto had its premiere on March 13, 1845, at the Gewandhaus in Leipzig. It was performed by Ferdinand David, but without Mendelssohn at the conductor stand. Other responsibilities prevented the sought-after musician from being present. The concert was led by his assistant and later successor, Niels Wilhelm Gade. 10 years earlier, Mendelssohn had taken the position of Gewandhauskapellmeister, one of the most important decisions of his life. Mendelssohn left his mark on Leipzig and helped make it one of the most important cities for music in Germany. He experienced the high points of his career as a composer at the Gewandhaus. He was one of the most sought-after artists in Europe, be it as composer, pianist, organist, or as conductor. Mendelssohn war einer der ersten, der als Dirigent in unserem heutigen Sinne auftrat, nämlich losgelöst vom eigentlichen Orchester. Zuvor war es in der Regel der Konzertmeister, der erste Geiger, der das Ganze von seinem Pult aus angeführt hat. Und er hat sich tatsächlich eben von dem Orchester losgelöst und insofern die Institution des Dirigenten sehr stark mitgeprägt. On Mendelssohn's initiative, in 1843 the Leipzig Conservatorium der Musik was opened as the first institute of higher learning for musicians in Germany. The school enjoyed an excellent international reputation. Under Mendelssohn's direction, famous musicians and teachers such as Ferdinand David and Robert Schumann taught classes. Today's Hochschule für Musik emerged from this conservatory. Es ist schwer vorstellbar, wie er das alles geschafft hat. Er war sehr diszipliniert, das kann man auf jeden Fall sagen. Also er hat sich auch seine Zeit genau eingeteilt. Zugute kam ihm auf jeden Fall sein offenbar phänomenales Gedächtnis, was jetzt das Komponieren angeht, sodass er sehr viel im Kopf behalten konnte. However, due to his various wide-ranging commitments, Mendelssohn was unable to concentrate exclusively on his composition. So it's not surprising that between the first mention of the concerto in a letter to its completion, 6 years had passed. The sustained note of the bassoon connects the first two movements.
The temperament of the allegro is thus pulled back in order to prepare for the slow second movement, in addition to the transition from E minor to C major. Beim Thema des zweiten Satzes kann man sagen, dass es sich um ein für Mendelssohn charakteristisches Thema handelt. Ein liedhaftes Thema, liedhaft insofern, dass es von der Melodie her gesanglich orientiert ist und andererseits auch vom Bau her, nämlich ein klar gegliedertes Schema, sind 4 Takte und nochmal 4 Takte, Vordersatz und Nachsatz, die zusammen einen abgeschlossenen Bereich bilden, ein abgeschlossenes Thema. In the middle part of the second movement, Mendelssohn introduces a second theme which contrasts with the first one through a larger orchestration and a 2-voiced solo part. Der Übergang vom zweiten zum dritten Satz wird durch das Allegretto non troppo erreicht. Auch hier geht es wieder darum, einerseits die Harmonie zu vermitteln, das Ende des zweiten Satzes mit dem Anfang des dritten Satzes. Auf der anderen Seite auch einen Charakter vorzuprägen. Es ist noch nicht die ausgelassene, leichte Fröhlichkeit, die dann tatsächlich im Finale durchbricht, sondern es ist eine Erinnerung an den ersten Satz. After this intermezzo, a horn fanfare precedes the main theme of the last movement. Once again, it's the solo violin which introduces the theme. In the finale, Mendelssohn composed a scherzo in his characteristic style. The main theme is titled Leggero, light, unforced. The violin plays an upward triad movement, which is then continued in quavers. Also in this movement, the second theme of the solo violin adds an additional musical character.
Mendelssohn arbeitet wie viele andere Komponisten natürlich auch mit den Kontrasten. Auf der einen Seite haben wir das scherzohafte Thema, auf der anderen Seite ein lyrisches Thema. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass die Themen, auch wenn sie kontrastiv angelegt sind, immer etwas miteinander zu tun haben. Und in dem Fall lässt sich das sehr deutlich zeigen, da eben das Hauptthema auch zusammen mit dem lyrischen Thema gebracht wird. Mendelssohn's Violin Concerto is today one of the most popular works of classical romantic music. It quickly took its place in the standard repertoire of violin virtuosos and is still a real audience favourite. Mendelssohn achieved a synthesis of cerebral, elegant virtuosity and melodious simplicity. Fellow composer Robert Schumann stated his enthusiasm about his colleague. He is the Mozart of the 19th century, the most illuminating of musicians who sees more clearly than others through the contradictions of our era and is the first to reconcile them. Das Violinkonzert ist ein sehr gutes Beispiel für die Verbindung, die Mendelssohn immer wieder gesucht hat. Auf der einen Seite greift er die traditionelle Form bzw. die traditionelle Gattung des Konzerts auf. Auf der anderen Seite füllt er sie aber völlig neu. In der Konsequenz ist es einzigartig und insofern für Mendelssohn auch typisch. Durch den Wegfall der Tutti-Exposition, durch die Verbindung der einzelnen Teile, durch das Zusammenspiel von Solist und Orchester. Er ist ja in einer Übergangsstelle tätig gewesen von zwei Epochen, von der Klassik zur Romantik. Und hat im Prinzip, wenn man so will, das Beste aus beiden Welten zusammengeführt. Denn was ihn auszeichnet, ist eben die Form, die klassizistische Form. Aber er bringt schon die Freiheit und auch das Emotionale der Romantik und das Sehnsuchtsvolle und Verspielte eben auch mit dazu. Diese Mischung aus beiden macht es aus.